Ich habe keine Energie mehr. Ich bin leer. Hallo zusammen. Ich bin Anna. Hallo Anna. Du klingst wirklich erschöpft. Was ist passiert? Bist du krank? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Nein, Lukas, ich bin nicht krank. Ich habe gerade 1 Stunde mit meiner Kollegin Tina verbracht. Sie hat sich 1 Stunde lang nur beschwert. Über das Wetter, über den Chef, über das Kaffee, über alles. Nach dem Gespräch fühle ich mich müde und traurig. Ah, ich verstehe. Du hattest Kontakt mit einem Energievampir. Und das ist unser Thema heute. Wie man mit negativen Menschen umgeht. Wir werden lernen, wie man diese Menschen erkennt, warum sie so sind und wie man sich schützen kann. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau über Psychologie und Kommunikation. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich das noch länger aushalten soll. Keine Sorge, wir werden Strategien entwickeln. Zuerst müssen wir definieren, was ein negativer Mensch eigentlich ist. Nicht alle negativen Menschen sind gleich. Es gibt verschiedene Typen. Um sie zu beschreiben, benutzen wir Relativsätze. Das sind Sätze, die mit der, die oder das beginnen und eine Person genauer erklären. Okay, Relativsätze. Ich bin bereit. Typ Nummer 1, der Dauernörgler. Das ist eine Person, die sich immer beschwert. Egal was passiert, sie findet etwas Schlichtes. Ja, das ist meine Kollegin. Sie ist eine Person, die nie zufrieden ist. Wenn die Sonne scheint, sagt sie, es ist zu heiß. Wenn es regnet, sagt sie, es ist zu nass. Genau, das ist der Klassiker. Typ Nummer 2, das Opfer. Das ist jemand, der glaubt, dass die ganze Welt gegen ihn ist. Er übernimmt keine Verantwortung für sein Leben. Ich kenne so jemanden, ein Freund von mir. Er ist ein Mann, der immer Pech hat, sagt er. Wenn er zu spät kommt, ist es der Verkehr. Wenn er den Job verliert, ist es der Chef. Richtig. Es sind immer die anderen. Typ Nummer 3, der Kritiker. Das ist eine Person, die dich immer kritisiert. Sie sagt dir, was du falsch machst. Oh, das ist schlimm. Ich habe eine Tante, die immer meine Kleidung kritisiert. Warum trägst du das? Das macht dich dick. Das ist sehr verletzend. Und Typ Nummer 4, der Neidische. Das ist jemand, der nicht will, dass du erfolgreich bist. Er freut sich nicht für dich. Kennen Sie solche Menschen? Menschen, die sich beschweren? Menschen, die immer kritisieren? Gibt es jemanden, den du wirklich anstrengend findest? Ja, es gibt einen Kollegen, den ich vermeide. Wir haben die Typen identifiziert. Jetzt müssen wir verstehen, warum sie gefährlich für uns sind. Warum fühlst du dich so müde nach dem Gespräch mit Tina? Ich fühle mich müde, weil sie mir meine Energie nimmt. Ich habe das Gefühl, dass sie meinen Kopf mit Müll füllt. Sehr gut. Weil sie Energie nimmt. Dass sie Müll füllt. Negative Emotionen sind ansteckend, wie ein Virus. Wenn du jemandem zuhörst, der wütend ist, spiegeln deine Gehirnzellen diese Wut. Du wirst auch wütend oder traurig, obwohl das gar nicht dein Problem ist. Das stimmt. Ich war heute Morgen gut gelaunt. Aber jetzt bin ich schlecht gelaunt, obwohl mir nichts Schlechtes passiert ist. Ich habe ihre Emotionen übernommen. Genau. Das nennt man emotionale Ansteckung. Es ist gefährlich, weil es deine Produktivität und deine Gesundheit schädigt. Wenn du dich ständig mit negativen Menschen umgibst, denkst du irgendwann, dass die Welt schlecht ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Glauben Sie, dass Ihr Umfeld Sie beeinflusst? Okay, genug von den Problemen. Wir brauchen Lösungen.
Die wichtigste Strategie ist Grenzen setzen. Du kannst das Verhalten der anderen Person nicht ändern, aber du kannst deine Reaktion ändern. Aber wie? Ich kann Tina nicht einfach sagen, halt den Mund, das ist unhöflich. Nein, natürlich nicht. Du solltest höflich, aber bestimmt sein. Du könntest das Gespräch begrenzen. Wenn Tina anfängt zu jammern, könntest du sagen: Tina, ich habe nur 5 Minuten Zeit, dann muss ich arbeiten. Ich habe nur 5 Minuten. Das klingt gut. Das ist nicht unhöflich, das ist professionell. Oder wenn sie immer über dasselbe Problem spricht. Tina, wir haben schon oft darüber gesprochen. Was möchtest du jetzt tun, um das Problem zu lösen? Du wechselst vom Jammern zum Lösen. Das ist clever. Ich zwinge sie, konstruktiv zu denken. Und wenn sie keine Lösung will? Dann könntest du sagen: Es tut mir leid, dass es dir schlecht geht, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Lass uns über etwas anderes sprechen. Manchmal funktionieren Grenzen nicht. Manchmal ist die Person so toxisch, dass du radikaler sein musst. Du solltest den Kontakt reduzieren. Du meinst, ich soll sie nicht mehr treffen? Nicht unbedingt nie mehr, aber seltener. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn diese Menschen negativ sind, wirst du auch negativ. Stell dir vor, du hättest nur positive Freunde. Wie würdest du dich fühlen? Ich wäre glücklich. Ich hätte Energie. Ich wäre motiviert. Siehst du? Also, du solltest deine Zeit schützen. Triff dich mit Tina nur einmal wöchentlich zum Mittagessen, nicht jeden Tag. Ja, ich werde Ausreden finden. Ich werde sagen, dass ich viel Arbeit habe. Und wenn es ein Familienmitglied ist, das ist schwieriger. Ja, meine Tante. Ich kann sie nicht feuern. Nein, aber du könntest die Besuche kurz halten. Und du könntest dich mental schützen. Stell dir vor, du hast ein unsichtbares Schutzschild um dich herum. Ihre Worte prallen ab. So, Anna, wir haben eine Diagnose und wir haben Medizin. Jetzt machen wir deinen Aktionsplan für morgen. Okay, ich bin bereit. Kein Opfer mehr. Situation 1. Morgen im Büro. Tina kommt zu deinem Schreibtisch und will sich beschweren. Was wirst du tun? Ich werde lächeln, aber ich werde sagen, Guten Morgen, Tina. Ich habe heute leider sehr viel zu tun. Ich kann nur 2 Minuten sprechen. Perfekt. Eine klare Grenze. Situation 2. Sie hört nicht auf und jammert über den Chef. Was wirst du sagen? Ich werde fragen, das klingt ärgerlich. Hast du einen Plan, wie du das mit ihm besprechen willst? Ich werde sie zur Lösung zwingen. Exzellent. Und wenn sie nur weiter jammert? Dann werde ich sagen, du, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Lasst uns später sprechen. Und ich werde mich meinem Computer zuwenden. Du, Anna, das ist ein fantastischer Plan. Du bist höflich, aber du schützt dich selbst. Und was wirst du für deine eigene Energie tun? Ich werde meine Mittagspause mit Kollegen verbringen, die positiv und lustig sind. Ich werde meine Batterien aufladen. Danke, Lukas. Ich fühle mich viel stärker. Ich habe verstanden, dass ich nicht der Mülleimer für die Probleme anderer Leute bin. Das ist ein sehr schöner Satz. Ihre letzte Mission. Es ist eine Reflexionsübung. Denken Sie an eine negative Person in Ihrem Leben. Schreiben Sie uns in den Kommentaren, welchen Typ von Negativität hat diese Person? Der Nörgler, das Opfer? Und was werden Sie tun, um sich zu schützen? Ich werde. Wir freuen uns auf Ihre Strategien. Vielen Dank für diese wichtige Lektion, Lukas. Gerne. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen gut tun. Auf Wiedersehen. Tschüss und bleib positiv.